Genossen der LPG Rote Sonne. Dank eurer Tatkraft und eurer unermüdlichen Unterstützung konnten wir wesentliche Produktionsziele unserer LPG erreichen. Die Grundversorgung mit Lebensmitteln ist unser oberstes Ziel. Diesem Ziel sind wir durch den Bau erster Gewächshäuser näher gekommen. Um die Versorgung weiterhin sicherzustellen, ist es unumgänglich, weitere Ländereien zu enteignen. Daher starten wir im kommenden Oktober die erste Revolution. Die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft innerhalb unseren Genossenschaften ist der Start fürs Durchstehen sozialistischen Frühling. Ja, Genossen, es geht langsam los. Die erste Oktoberrevolution steht vor der Tür. Es ist langsam Ende September. Und ja, es ist schon wirklich viel passiert. Wir haben das zweite Gewächshaus hier stehen. Also wir waren fleißig im Livestream. Wenn du den Livestream nachschauen willst, einfach auf Twitch in den VODs schauen. Dort sind die Parts speziell hier für die LPG nochmal in einem Highlight extra rausgeschnitten, damit man da gar nicht lange suchen muss. Und jetzt läuft ja nebenbei immer noch die Arbeit. Und wir haben noch weitere Aufträge, beziehungsweise die Genossen sind, glaube ich, fertig mit weiteren Aufträgen, die wir hier abschließen können. Und damit haben wir ziemlich genau, ja, 36.000 haben wir. Und mit 36.000 schaffen wir es doch, ein weiteres Gewächshaus zu holen. Jawohl, tatsächlich. Also ein weiteres Gewächshaus und tatsächlich das letzte Gewächshaus in der Reihe. Ich habe gedacht, okay, das reicht. Von den Abständen lieber ein bisschen großzügiger, damit das nicht alles so eng aussieht. Die Fahrzeuge sollen da ja auch vernünftig durchfahren können. Also das hier ist jetzt quasi das letzte Gewächshaus, was wir hier noch hinstellen. Gucken wir mal, dass wir das genau in der gleichen Flucht machen, wie auch die anderen Gewächshäuser stehen. Und dann haben wir doch hier gleich ausreichend Platz dafür. So, machen wir es mal nicht. Ja, doch ein bisschen mehr Abstand. Wobei, da haben wir hier diesen ollen Busch direkt davor stehen. Ich glaube, wir lassen das mal so ein bisschen näher. So. Wobei, es muss halt immer noch ein Traktor durchfahren können, ne? Ja. Oder wir machen das einfach so. Dann ist der Busch in der Mitte. Hätte auch was, ne? Ich glaube, wir machen das einfach so. Dann haben wir ausreichend Platz in allen Richtungen. Und dann ist es wieder wunderschön platziert. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir natürlich so gut wie kein Geld mehr. Das ist nicht so gut. Wir müssen tatsächlich ein bisschen was machen noch. Also 1, 2 Aufträge müssen hier auf jeden Fall noch gemacht werden. Und damit das hier auch alles hübsch ist, müssen wir hier natürlich auch nochmal dran. Aber mit den letzten 25 Groschen, 20 nur noch, 15, 16, gleich sind wir komplett pleite, ich sage dir. 2 noch und Minus. Wir sind im Minus. Okay, man kann ins Minus. Siehst du, haben wir schon wieder ein neues Learning. Also, 1, 2, 3 wunderbare Gewächshäuser für die Versorgung sämtlicher wichtiger Lebensmittel. Also, Gemüse wird schon mal angebaut. Damit wir irgendwann natürlich größere Felder anlegen können. Kartoffeln brauchen wir, sowas in der Art. Wir brauchen Grundnahrungsmittel, brauchen wir natürlich ein Feld. Und das werden wir dann im kommenden Monat, den werden wir bestimmt auch in dieser Folge noch erreichen. Da werden wir das dann starten, das erste Mal in die Revolution reingehen und versuchen, guck, hier sind noch Aufträge mit Grubbern. Ja, die müssen wir mal eben machen. Hackaufträge. Oh, das ist ja noch besser. Hackauftrag. Ja, das ist ja noch besser. Gerät ausleihen. Nee, hier können wir selber eben hinfahren. Annehmen. Und dann machen wir eben diesen Hackauftrag. Ja, und wenn es dann soweit ist, so, beziehungsweise, nee, das machen wir so. Hinten abhängen. So. Schon wieder das Gewicht vorne. Ja, dann geht es, wie gesagt, gleich in die Revolution rein. Und ich bin übelst gespannt, wie das erste Mal klappt. Das wird alles per Zufall dann ausgewürfelt sozusagen, ausgedreht. Und dann gucken wir mal, inwieweit das dann klappt. Ja, jetzt muss ich natürlich zusehen, dass wir schnell noch ein bisschen oder schnell diesen Auftrag eben erledigen. Ein bisschen Geld sollten wir vielleicht haben.
bevor wir dann in den nächsten Monat gehen. Wir haben ja auch hier noch laufende Kosten. Feld 44 muss ich eben erledigen. Das ist gar nicht so weit weg, also ich bretter da mal schnell hin. So, und da sind wir hier auch schon. Direkt hier alles ausfahren und gib ihm einmal kurz über dieses kleine Feld hier drüber hacken und dann haben wir es doch auch schon erledigt, damit wir hier wenigstens ein bisschen Kapital haben. So, für die laufenden Kosten, wie gesagt. Also, hier ziehen wir jetzt mal eben durch, damit das schnell erledigt wird. Und wenn das dann gemacht ist, dann können wir auch an für sich schon fast in den nächsten Monat rüber, oder? So, 93%, 94%. Das sieht doch gut aus. Der kleine Streifen jetzt hier noch. Und dann haben wir das doch hier ratzfatz auch erledigt. Sehr gut. Ja, es wird langsam Abend. Auch hier hatte ich jetzt zuletzt überlegt, dass wir das doch noch ein bisschen besser gestalten könnten. Und zwar mit der Zeit. Bedeutet also, wenn ich die Zeit anders einstelle, und zwar hier oben haben wir jetzt gerade 0,5 stehen, aber sagen wir mal so auf 3 vielleicht, dass wir das vielleicht sinnvoller oder dass das vielleicht in Gänze sinnvoller ist. Denn zum einen verdienen ja die Arbeiter dadurch mehr Geld, ist ja essentiell. Das heißt, wenn hier die Zeit schneller abläuft, kosten die Arbeiter mehr Geld, die verdienen mehr Geld, so soll das ja auch sein. Und dementsprechend geht der gesamte Tag halt auch, ich sag mal, so eine Aufnahme, naja, dauert ja mal, oder so ein Livestream mit ein paar Stunden. Also es wäre halt vielleicht einfach sinnvoller, wenn man einfach sieht, okay, dass auch so langsam Abend wird. Und dass das Ganze so ein bisschen so ein Tagesablauf halt vielleicht ist. Zumal das ja hier dann immer ein Tag sozusagen ein ganzer Monat dann ist. Das heißt, ja, es wäre halt eher so ein Abschluss. Und man wäre halt so ein bisschen auch zeitlich begrenzt und muss sich halt so ein bisschen darauf konzentrieren, was ist wirklich wichtig, was ist essentiell. Und vielleicht failt man ja auch dann mal. Auch das ist ja gar nicht verkehrt, wenn man vielleicht einfach mal nicht alles schafft. So, ich fahre jetzt erstmal zurück. Jetzt geben wir den Auftrag ab gleich. Und dann gucken wir nochmal, ob wir alles haben. Und wenn wir alles haben, dann können wir starten. Sag mal, läuft da mein Hund bis hier hinten hin? Was ist denn mit ihm? Der läuft hier einfach quer durch die Hirsefelder. Das ist ja ein Dingen. Der ist ja ewig weit weg. Das ist doch mal ein guter Wachhund. Siehst du, und da kommt ja auch gerade schon wieder rein hier, die nächste Lohnzahlung. Ja, so macht das doch Sinn. So macht das doch Sinn. Das waren jetzt hier die Lohnzahlungen, die ja schon gezahlt wurden. Aber ich denke, so im Großen und Ganzen ist das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Mir fällt gerade ein, ich könnte auch die Geräte einfach hier vorne hinstellen. Hier ist eh so viel ungenutzte Fläche zurzeit noch. So, dass wir das hier vielleicht haben. Perfekt. Da muss ich auch noch mal schauen, wie wir das irgendwann machen. Weil ja, wie gesagt, die Sachen hier, die Gebäude sind jetzt nicht so ganz effektiv. Ja, bevor es jetzt gleich weitergeht, wir schließen das erst noch mal eben ab. Abgeschlossen. Jawohl, also erledigt. Wir haben jetzt noch mal 2200. Das ist gut. Wir brauchen allerdings auch noch Wasser. Und da muss ich bestimmt jetzt noch mal 2-mal, 3-mal fahren, damit wir jetzt das neue Gewächshaus natürlich auch komplett mit Wasser befüllen können. Also ich muss sagen, so dieser Abstand, das gefällt mir schon sehr. Das gefällt mir schon sehr. Rein optisch werde ich hier natürlich auch noch mal versuchen, das ein bisschen anzupassen. Ich habe hier vorne noch so einen schönen Matschweg auch noch hingemacht. Fährt sich super dadurch. Da bin ich ja echt schwer begeistert, hatte ich auch im Stream heute schon gesagt, dass sobald man eben die Textur ändert und der Untergrund, ich sag mal von Dreck oder von Beton auf Matsch sich ändert, dass man dann tatsächlich auch sofort stecken bleibt, schwieriger mit dem Traktor durchkommt und so hin und her rutscht.
das ist schon verdammt gut. Also das finde ich richtig, richtig nice, dass das so gemacht wird. Guck mal, hier ist auch wieder ein bisschen Matsch gewesen. Da, wo so ein bisschen Pfützen sind und schon sinkt er halt ein. Und auch hier, ne, so kleine Pfützen. Zack, zack. Und dann haben wir das jetzt hier vorne gleich auch nochmal. Da vorne hatte ich jetzt einfach mal Matsche genommen als Textur. Und schon sackt der da halt so ein. Und muss sich da richtig durchkämpfen. Das ist halt super. Also da muss ich sagen, wow, das ist halt vom Feeling halt richtig nice, ne? So, hier wollen wir allerdings nicht hin. Wir wollen hier abladen. Hier brauchen wir noch, ja, ich sag mal, vielleicht zweimal 8000, das sind 16.000 Liter. Und wo die jetzt gerade schon drinne sind, sozusagen, oder reinkommen, gehen wir auch mal rein und aktivieren hier natürlich alles. Also, wir wollen natürlich auch hier wieder sämtliche Lebensmittel produzieren. Wir brauchen natürlich hier in der Region für die LPG und alle ansässigen Haushalte sämtliche Lebensmittel, ist ja klar. Wir müssen ja hier alle versorgen. 22.000, 23.000 Liter, das passt soweit, 30.000 Liter. Genau, also hier läuft das. Machen wir direkt wieder dicht. Und dann fahren wir jetzt weiter, holen nochmal eine Lieferung. Dann gucke ich nochmal eben durch, ob wir alles haben. Und dann gehen wir auch nochmal rein, kurz in die Regeln der Revolution. Was kann passieren? Was sollte passieren? Und dann gehen wir rüber. Dann bin ich gespannt. Dann gehen wir tatsächlich einfach rein. Und dann klappt das auch hoffentlich. So, nochmal gut befüllen hier. Ist halt schon ein bisschen Risiko. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob man das jetzt schon macht oder vielleicht einfach noch ein Jahr wartet. Ein Jahr warten würde bedeuten, einfach mehr Sicherheit, weniger Schaden, gerade wo jetzt so wenig Geld da ist. Andererseits, naja, wir müssen halt einfach weitermachen, ne? Wenn es scheitert, kommt nicht in den Sand, sondern einfach weitermachen. Irgendwann wird es schon. So, jetzt fahren wir mal direkt hier vorne hin. Genau, hier wäre vielleicht noch ein Weg interessant. So, auch hier abladen. Und dann haben wir hier tatsächlich ja die 16.000 Liter Wasser drin. Sollte doch reichen. Ich hoffe, es reicht. Auch da bin ich gerade ganz gespannt, wie viel Wasserverbrauch haben jetzt hier die Folientunnel. Die sollen ja ein bisschen mehr Wasserverbrauch haben als die Glasgewächshäuser. Aber Alter, Glasgewächshäuser? Nee. Das ist nix hier. Das ist nix für uns Proletarier. Das ist einfach viel zu viel Schnick und Schnack. So. Glasgewächshäuser. Jetzt stellen wir das Ding hier erstmal ab. Perfekt. Ich glaube, ich habe alles. So, jetzt noch einmal checken. Ist das auch alles so richtig? Wir haben die Gewächshäuser. Gucken wir nochmal eben rein. Sind alle aktiv. Das war das erste. Genau. Das zweite. Wasser ist überall drin. Es wird auch sofort schon produziert. Beziehungsweise, ja, es werden hier Liter produziert tatsächlich. Das erste Gewächshaus quasi, der Tag ist jetzt einmal fast rum. Hat jetzt also schon 200 Liter produziert. Pro Einheit oder pro Palette sollten es, glaube ich, 1000 sein. Von den verschiedenen Sachen. Und die produzieren gleichzeitig alle Artikel. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Das ist doch schon mal ganz gut. Genau, so lassen wir das erstmal laufen. So kann das sein. Wir haben nach wie vor das hier nur als Region. Und wir sind jetzt kurz vorm Oktober. Das heißt, jetzt hier im Herbst könnten wir starten. Und ich würde sagen, wir starten auch rein. Und zur Erklärung nochmal. Also, wir starten in die Oktoberrevolution. Das ist optional. Das kann man machen. Das muss man nicht machen. Wenn wir das machen, naja, dann gibt es eben die Möglichkeit oder die große Chance natürlich, dass es funktioniert und wir dadurch ein neues Feld bekommen. Eins von all diesen. Es sind 107 Felder. 107 Felder. Das ist schon ein Ding.
Muss mal gerade gucken, wo ist denn Feld Nummer 1? Gibt es das überhaupt? Ja doch, hier oben. Feld Nummer 1 und 2 wären natürlich jetzt nicht so cool. Das sind ja winzige Felder hier oben. Naja, aber wenn es so ist, dann ist es so, ne? 1 Hektar groß, das wären die ganz kleinen Felder. Feld Nummer 2, ja auch 1 Hektar. Feld 107 zum Beispiel wäre so ein riesen Waldgrundstück. Dementsprechend würde sich dann natürlich auch hier unsere gesamte Produktion oder die Ausrichtung der LPG nochmal grundlegend ändern, weil wir ja dann damit erstmal versuchen, vielleicht zu wirtschaften. Also dementsprechend wird das Ganze, ja, schon auch spannend. Mal gucken, was passiert, was so auf den Feldern dann eben an Früchten drauf ist, ob wir das überhaupt nutzen können, sinnvoll. Da müssen wir einfach gucken, wie das dann weitergeht. Wie wird das Ganze denn gemacht? Ich habe hier 3 Räder. 3 Räder, die ich eben drehen kann und jeweils, ja, entweder mit Sieg oder mit Niederlage, beziehungsweise hier gibt es einmal noch, beziehungsweise 2 Felder mit Gerät für Land. Sozusagen ein Unentschieden. Ich verliere ein Gerät, der Gegner verliert aber auch Land. Also zum einen, also es ist quasi lose-lose. Letzten Endes verliere ich halt ein Gerät, aber kriege immerhin dafür Land. Im schlimmsten Fall trifft es ja dann auch einen Traktor, der dann weg ist. Also dementsprechend, auch das kann negativ sein, aber ja, diese Option gibt es. Gerät für Land, entweder Sieg oder Niederlage, das eben ausgeglichen. Sollten wir gewinnen, hoffen wir doch mal, oder? Ich würde sagen, wir gewinnen einfach und dann können wir uns ein neues Feld aussuchen. Das sind 107 kleine Parzellen sozusagen. Und wenn wir natürlich eine dieser Zellen gewinnen und erobern sozusagen, enteignen, dann kommt die hier raus aus diesem Rädchen. Zack, dann ist sie raus. Und dann werden das natürlich mit der Zeit hier weniger, auf unserem Feld wird es mehr. Sollten wir verlieren oder unentschieden sozusagen, kommt dieses Rädchen zum Einsatz. Hier finden wir sämtliche Geräte und das variiert natürlich. Wenn wir im späteren Verlauf mehrere Artikel haben, Traktoren und so weiter, wird diese Liste, das wird natürlich immer länger, dementsprechend mehr Zahlen kommen dann in das dritte Rädchen. 1, 2, 3, 4 sind es, einfach von oben angefangen durchgezählt. Und die Zahl, die dann hier ausgewählt wird, das ist dann quasi das Gerät von oben angefangen runtergezählt. Ja, und so können wir dann reingehen in den Oktober, wenn wir das wirklich wollen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal ins Bett und wir gehen erstmal in den Oktober und dann können wir immer noch entscheiden. Es ist Oktober, 8 Uhr morgens. Oh ja, es ist nebelig auf den Feldern. Oh ja, aber es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Bisher kalt, aber friedlich. Und jetzt gucken wir natürlich, was haben unsere Gewächshäuser gemacht. Also, gucken wir doch erstmal rein. Leicht bewölkt ist es. Hoffentlich fängt es ja auch noch an zu regnen. Jetzt gucken wir natürlich erstmal, wie es hier aussieht. Wasserversorgung und so weiter. Gerade eben hatten wir noch um die 30.000. Jetzt sind es 27.000. Aber von jeder Fruchtart um die 500 Liter. Das ist gut. Wobei auch schon 200 da waren. Hier waren um die 100 noch was, glaube ich, da. Guck mal, 400 noch was. Auch nicht schlecht, 19.000 Liter. Und beim dritten, das haben wir ja erst ganz spät am Abend erst, da war quasi so gut wie nichts da. Und trotz allem, 350 von allem läuft. Und auch hier haben wir ungefähr 3.000 Liter. Also pro Nacht, pro Monat verbrauchen die um die 3.000 Liter. Das ist doch sehr angenehm. Das heißt, in den Zwischenzeiten kann ich immer mal wieder zwischendrin einfach mal kurz bewässern. Es gibt ja immer mal wieder ein bisschen Zeit, um das zu machen. Das ist gut, ja.
Das ist sehr gut. Das wird auf jeden Fall immer mal wieder gemacht. Und dann haben wir eben jetzt hier die ganze Produktion. Was natürlich das nächste Ding ist, ich weiß noch nicht genau, wie wir das hier machen mit dem Einlagern. Es gibt ja solche Palettenhäuser. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir eben hier solche Palettenhäuser nehmen und dort dann erstmal die ganzen Paletten einlagern, damit wir dann, nehmen wir mal die Erdbeeren hier zum Beispiel, die Erdbeeren im Februar im Idealfall verkaufen können zum Preis von 500. Ja, das wäre doch nicht schlecht. Pilze. Soll ich Pilze irgendwann mal machen? Vielleicht. Halten wir auf jeden Fall mal im Blick. Beziehungsweise hier, genau, haben wir auch wieder, auch im Februar. Was natürlich auch noch wichtig ist, wir wollen ja nicht nur durch die Oktoberrevolution die Felder enteignen, also die Ländereien enteignen. Wir wollen ja auch die Fabriken und die Kapitalisten enteignen. Das ist ja wohl klar. Bedeutet also, genauso wie das mit den Feldern geht, muss ich irgendwann auch nochmal dahin gehen und dann mit dieser 50-50 Chance versuchen, wie gesagt, hier auf der Map dann die Fabriken und die Kapitalisten hier zu enteignen, damit das alles hier ins Volkseigentum übertragen wird und die Arbeiter eben für sich selber arbeiten und nicht für den Porsche des Kapitalisten. Das ist ja wohl klar. Eine Sache, die ich auch im Stream schon gesagt habe, sowas wie die Konservenfabrik, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Also das wäre schon tatsächlich richtig gut. Das ist sogar noch ganz in der Nähe. Wir produzieren quasi fast alles, was für die Konserven reinkommt. Aber das alles entscheidet sich mit der ersten Revolution. Und ich glaube, es geht langsam los. Ich gehe jetzt, ich wappne mich sozusagen ab in den Traktor. Ich hoffe, wir verlieren den nicht, den Traktor. Wäre schade drum. Und dann geht's gleich los. Es wird ausgewürfelt. So. Ob wir das denn schaffen mit der Revolution oder nicht, ich bin mega gespannt. Ja, Leute, toi, toi, toi. Ich bin sehr gespannt. Klappt es oder klappt es nicht? Alle Felder hier haben die absolut gleiche Chance. Von daher drücke ich jetzt und das läuft jetzt hier einfach durch, ohne eine Unterbrechung, ohne irgendwie einen Cut, ohne Geschummel, ohne das 5-mal hintereinander zu machen. Es ist, wie es ist. Stopp. Ja, der erste Versuch war gar nicht mal so gut. Das bedeutet jetzt, nach der gescheiterten ersten Revolution, vielleicht sind wir einfach noch zu klein. Wir sind einfach zu klein. Es fehlt einfach einen Daumen, dein Kanal-Abo. Es müssen einfach mehr genossen werden. Dann klappt das auch beim nächsten Mal. Mann. Jetzt verlieren wir eines unserer Geräte. Also rein da und ich hoffe nicht, dass es der Traktor wird. Halt! Das müssen wir nochmal machen. Also, die Auswahl des Geräts müssen wir nochmal machen. Verloren ist verloren, aber ich habe ja keine 5 Geräte, ich habe ja nur 4 Geräte. Das macht das Ganze nicht besser. Ich hätte jetzt ja sagen können, okay, wir nehmen einfach jetzt die 4, aber nee, im schlimmsten Fall trifft es halt trotz allem nochmal den Traktor. 4 Geräte. Es ist nicht viel Auswahl. Oh nee. Das ist der Traktor. Schließen. Tja. Das ist die 1. Das bedeutet, wir verlieren unseren Traktor. Das ist schade. Weg damit. Also, leider kein Traktor mehr. 18.349 € hat er uns gebracht, die gerade direkt wieder abgezogen wurden. Und dementsprechend, schwere Niederlage. Schwere Niederlage. Das schwere Gewicht hätte es natürlich auch treffen können. Das wäre natürlich für mich ganz entspannt gewesen.
Aber so starten wir halt die Revolution das erste Mal mit einer heftigen Niederlage. Also wirklich eine heftige Niederlage. Hätte ich nicht gedacht. Aber es ist, wie es ist. Geknickten Hauptes stehen wir nun am frühen Morgen des 1. Oktobers. Und das bedeutet, wir machen nach wie vor weiter im Livestream, im nächsten Video. Wie es dann weitergeht, wirst du sehen. Wie gesagt, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Wir machen natürlich weiter, wir lassen uns nicht entmutigen. Wir sind ja doch noch auf einem guten Weg. Also, was wir jetzt in den letzten Tagen schon erreicht haben, die 3 Gewächshäuser schon, überhaupt, dass wir schon den Traktor hatten, ist natürlich der Wahnsinn. Ob es vielleicht noch neue Angebote gibt und sowas, gucken wir uns im nächsten Part an. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Links 2, 3, wo dein Platz, Genosse.